Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute werden wir ein leckeres Essen zubereiten, und zwar gefüllte Paprika mit Frischkäse und Frühlingszwiebeln. Es ist sehr einfach zu machen und es schmeckt wunderbar und gesund ist es auch. Dafür brauchen wir folgende Zutaten: Frischkäse, Salz, Eier, Paprika und Frühlingszwiebel. Ja, nun legen wir los und ich werde als erstes die Füllung zubereiten. Für die Füllung brauchen wir alle Zutaten aus der Paprika und ich werde erstmal die Frühlingszwiebel schneiden, klein, aber nur das grüne Teil von der Frühlingszwiebel. Den Rest werde ich im Salat nehmen. Die Frühlingszwiebel habe ich vorhin gewaschen und nun in schöne Ringe schneiden. Ja, sorry, ich weine sogar von Frühlingszwiebel. Ja, nicht nur von Zwiebel, aber die Frühlingszwiebel haben auch gewisse Schärfe und ich muss immer weinen. Sorry. So, dann in einer Schüssel habe ich meinen Frischkäse. Das ist wieder dieser körnige Frischkäse, was ich immer für die Füllung nehme. Habe ich schon in mehreren Videos darüber berichtet, wo man das kauft. Und ja, und da gebe ich die Frühlingszwiebel dazu. Dann rühre ich erstmal dass die Zwiebeln mit dem Käse zusammen gut sich mischen. Ja, eigentlich hätte ich jetzt einen größeren Topf gebraucht, aber wir machen jetzt weiter so. So, dann gebe ich die Eier rein. Noch ein Ei dazu. Dann gebe ich auch schon mal Salz noch. Salz sage ich immer nach Geschmack, weil manche mögen es salziger, manche nicht so viel Salz. Und wenn fertig umgerührt ist, dann probiere ich immer und dann entscheide, ob das für mich reicht. Also für euch individuell einfach probieren und Salz reinmachen. Nun kommt die Füllung an die Seite und wir kümmern uns um die Paprika. Die Paprika werden wir halbieren und das Innere rausholen. So, ich versuche das ganze Stück zu behalten, sodass der Käse nicht rausläuft. Deswegen werde ich ab hier alles rausnehmen. So muss es denn aussehen und ich zeige meine Kamera so ein bisschen. Ja, und ich mache jetzt weiter. Jetzt habe ich die ganze Paprika ausgehöhlt und bevor wir die befüllen, werde ich erstmal meinen Backofen anmachen, 180 Grad Umluft, und ich brauche auch noch ein Backblech mit Backpapier belegt. Nun lege ich die Paprikahälften auf das Blech. Nun werden die Paprikahälften befüllt. So, nochmal umrühren. Das Ei macht sich irgendwie selbstständig hier.
Nun kommt das Blech mit dem Paprika in den Backofen für etwa 30 bis 40 Minuten, je nach Geschmack. Wenn einer die Paprika ein bisschen knuspriger haben möchte, dann 30 Minuten sollten reichen. Ich lasse ein bisschen länger, weil ich mag, wenn Paprika ein bisschen weicher vom Geschmack so ist. Und rein mit euch! Bis gleich! Nun nehme ich die leckere gefüllte Paprika aus dem Backofen. Oh, Backofen! Backofen! Hey, ich kann Worte zaubern. Nun nehmen wir die gefüllte Paprika aus dem Backofen raus. Ich habe die genau 40 Minuten drin gelassen. Woo! Juhu! Et voilà! Sehen sie nicht richtig schön aus? Und lecker und aromatisch. Dieser Duft. Ihr müsst unbedingt nachmachen und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt mit mir genossen heute und ja, ich hoffe, euch bei dem nächsten Video hier begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi.